Guten Tag an alle. Ich bin Peter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oder willkommen, wenn ihr zum ersten Mal hier seid. Heute erzähle ich euch etwas, das ich vor einigen Monaten erlebt habe. Eine Erfahrung, die mich wirklich überrascht hat. Und ehrlich gesagt, sie hat mein Leben ein bisschen verändert. Nicht dramatisch, nicht von heute auf morgen. Aber sie hat etwas in mir verschoben. Es begann an einem ganz normalen Montag. Ich saß am Frühstückstisch, trank meinen Kaffee und schaute auf meinen Bauch. Ich seufzte tief. Und dann dachte ich, Peter, so kann es nicht weitergehen. Ich hatte in den letzten Monaten viel Stress gehabt. Arbeit, Familie, zu viele Verpflichtungen. Und wie viele Menschen reagiere ich auf Stress mit Essen? Ich habe zu viel gegessen. Zu viel Fastfood. Zu viele Süßigkeiten abends vor dem Fernseher. Zu viele Mahlzeiten, die ich schnell und gedankenlos hinunterschluckte. Mein Körper fühlte sich schwer an, meine Energie war niedrig. Ich schlief schlecht. Ich war oft müde, auch nach dem Aufstehen. Ich trank immer mehr Kaffee, um durch den Tag zu kommen. Das war kein gutes Zeichen. Dann erzählte mir ein Kollege, sein Name ist Thomas, von einer neuen Art zu essen. Er nannte es eine pflanzenbasierte Ernährung. Das bedeutet wenig oder kein Fleisch, mehr Gemüse, mehr Obst, mehr Hülsenfrüchte, mehr Nüsse, mehr Vollkornprodukte. Thomas sagte, er fühle sich seit 3 Monaten viel besser damit. Er schlafe gut, habe mehr Energie, sein Kopf sei klarer. Ich schaute ihn an. Er wirkte tatsächlich entspannter als früher. Ich war trotzdem skeptisch, sehr skeptisch. Ich bin jemand, der Fleisch liebt. Ein gutes Steak am Wochenende, das war für mich fast heilig. Bratwurst beim Grillen im Sommer. Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das waren meine Komfortgerichte, meine kleinen Freuden im Alltag. Aber ich war auch neugierig. Und ich war müde davon, mich jeden Tag so schlecht zu fühlen. Also traf ich eine Entscheidung. Ich sagte zu mir selbst, ich versuche es. 1 Monat lang. 30 Tage. Nicht mehr. Und dann sehe ich, was passiert. Darf ich euch kurz etwas fragen? Habt ihr schon einmal eure Ernährung komplett verändert? Oder habt ihr eine Gewohnheit aufgegeben, die euch nicht gut tat? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich wirklich, eure Erfahrungen zu lesen. Also, Montag, der erste Tag meines Experiments. Ich öffnete meinen Kühlschrank. Dort lagen noch 2 Würstchen, etwas alter Käse und eine halb aufgegessene Pizza vom Wochenende. Ich schloss den Kühlschrank wieder. Dann öffnete ich ihn noch einmal. Dann schloss ich ihn wieder. Ich brauchte einen Plan. Und frische Lebensmittel. Ich fuhr in den Supermarkt. Ohne Liste. Das war mein erster Fehler. Ich stand in der Gemüseabteilung und schaute mich um. Brokkoli, Spinat, Paprika, rote Beete, Fenchel. Ich dachte, was koche ich nur mit all diesem grünen Zeug? Ich nahm Spinat. Ich nahm Linsen, ich nahm Kichererbsen in der Dose, ich nahm Süßkartoffeln, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass die gut sind. Und dann sah ich etwas in einem weißen Block, in einer Plastikpackung. Tofu stand darauf. Ich hatte noch nie Tofu gekauft. Ich wusste nicht einmal, ob ich ihn mag. Aber ich legte ihn in den Einkaufswagen. Experiment ist Experiment. Zu Hause versuchte ich Abendessen zu kochen. Ich machte Linsensuppe mit Karotten, Zwiebeln und etwas Knoblauch. Ein einfaches Rezept, das ich schnell online gefunden hatte. Es war okay, nicht schlecht, aber auch nicht aufregend. Ich aß es mit ein bisschen Vollkornbrot und dachte, okay Peter, das ist jetzt dein Leben für 30 Tage. Die ersten 3 Tage waren ehrlich gesagt schwer. Ich dachte ständig an Fleisch. Nicht, weil ich wirklich Hunger hatte, sondern weil es eine tief verwurzelte Gewohnheit war. Wenn ich früher gestresst war, aß ich ein Sandwich mit Schinken. Wenn ich glücklich war, machte ich ein Barbecue mit Freunden. Wenn ich krank war, wollte ich Hühnersuppe von meiner Mutter. Fleisch war für mich nicht nur Nahrung, es war mit Emotionen verbunden. Mit Erinnerungen, mit Ritualen. Das war mir vorher nie wirklich klar gewesen. Am 2. Tag hatte ich Kopfschmerzen. Leicht, aber spürbar. Ich hatte gelesen, dass das normal sein kann in der ersten Woche. Wenn der Körper weniger Zucker und Fett bekommt, protestiert er manchmal. Ich trank viel Wasser. Ich machte einen kurzen Spaziergang nach der Arbeit. Es half ein bisschen. Am 3. Abend saß ich auf dem Sofa und schaute eine Kochsendung im Fernsehen. Der Koch bereitete gerade ein perfekt gebratenes Lammkotelett zu. Ich schluckte. Dann schaltete ich den Fernseher aus und las ein Buch. Am 4. Tag passierte etwas Interessantes. Ich aß morgens Haferflocken mit Bananen, Blaubeeren und einem Löffel Mandelmus. Kein Kaffee. Ich wollte auch meinen Koffeinkonsum reduzieren. Stattdessen trank ich grünen Tee und dann, ich stand auf und hatte Energie.
Nicht die nervöse, zitternde Energie nach 2 Tassen Kaffee, sondern eine ruhige, stabile Energie. Ich ging raus, machte eine kurze Runde um den Block, und als ich zurückkam, dachte ich, das fühlt sich anders an. Das fühlt sich gut an. In der 2. Woche begann ich, neue Rezepte auszuprobieren. Ich kaufte ein einfaches Kochbuch für pflanzenbasierte Ernährung. Nicht das teuerste, das günstigste, das ich fand. Und ich begann zu experimentieren. Ich entdeckte, dass man Kichererbsen mit Paprikapulver und Olivenöl rösten kann. Als knuspriger Snack, das war eine kleine Offenbarung. Ich machte Pasta mit frischer Tomatensauce und gegrillter Zucchini. Ich machte einen bunten Reisnudelsalat mit Mango und Erdnusssoße. Das klingt vielleicht komisch, aber es war wirklich lecker. Und der Tofu? Ich habe ihn mit Sojasauce, Ingwer und Knoblauch mariniert. Dann in der Pfanne gebraten, bis er goldbraun war. Weißt du was? Tofu ist gar nicht so schlimm, wenn man ihn richtig würzt und zubereitet. Ich schickte Thomas eine Nachricht. Hey Thomas, ich probiere das jetzt auch aus. Woche 2. Er antwortete sofort, super, wie läuft es? Ich schrieb, wechselhaft, aber interessanter als ich dachte. Er schrieb zurück, das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Bleib dran, Peter. Das tat gut. Manchmal braucht man jemanden, der einfach sagt, bleib dran. Wenn euch diese Geschichte bis hierher gefällt und wenn ihr mehr von solchen persönlichen Erlebnissen auf Deutsch hören möchtet, dann drückt gerne auf Gefällt mir. Das hilft dem Kanal wirklich sehr. Und es kostet euch nur 1 Sekunde. In der 2. Woche passierte noch etwas Unerwartetes. Ich rief meine Mutter an, wie jeden Sonntag. Ich erzählte ihr von meinem Experiment. Kurze Pause. Dann sagte sie, Peter, bist du krank? Ich lachte. Nein, Mama, ich bin nicht krank. Ich möchte mich nur gesünder ernähren. Wieder eine Pause. Aber was isst du dann? Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst. Das ist doch kein richtiges Essen, sagte sie. Ich kenne meine Mutter. Für sie ist ein Abendessen ohne Fleisch kein Abendessen. Ich erklärte ihr ruhig, dass das Experiment nur 1 Monat dauert. Sie sagte, na gut, aber wenn du zu mir kommst, koche ich dir Schnitzel. Das machte mich lachen. Manche Dinge ändern sich nie. In der 3. Woche merkte ich noch etwas Neues. Ich schlief besser, deutlich besser. Ich wachte morgens auf und fühlte mich weniger schwer, weniger benebelt. Mein Kopf war klarer. Ich konnte mich bei der Arbeit besser konzentrieren. Ich weiß nicht genau, warum das passierte. Vielleicht wegen weniger gesättigtem Fett, vielleicht wegen mehr Ballaststoffen. Vielleicht lag es am weniger Koffein, den ich trank. Oder vielleicht war es der Placebo-Effekt. Ich weiß es nicht. Aber ich fühlte mich spürbar besser. Und das zählte. Meine Mittagspausen in der Arbeit wurden auch anders. Früher aß ich oft in der Kantine, Schnitzel, Currywurst oder Gulasch. Jetzt brachte ich mein eigenes Essen mit. Selbstgemachter Gemüsereis, Linsensuppe in einer Thermoskanne. Manchmal ein großer Salat mit Kichererbsen und Avocado. Die Kollegen schauten mich manchmal komisch an. Peter, was isst du denn da? Ich erklärte es kurz. Manche fanden es interessant, manche sagten, das wäre nichts für mich. Und das ist auch völlig okay. Jeder Mensch ist anders. Nun, die 4. und letzte Woche. Ich werde ehrlich mit euch sein. In der 4. Woche hatte ich einen schwachen Moment. Es war ein Samstag. Ich besuchte meine Schwester mit ihrer Familie. Sie hatte Freunde eingeladen. Es gab einen Grillabend im Garten. Der Geruch von gegrilltem Fleisch füllte den ganzen Garten. Würstchen, Spareribs, Hähnchenspieße. Ich stand dort mit meinem Teller voller buntem Salat, den ich mir selbst mitgebracht hatte, und schaute auf den Grill. Mein Schwager kam zu mir und hielt mir eine Bratwurst hin. »Komm, Peter, einmal wird's nicht schaden.« Er lächelte breit. Er meinte es nicht böse. Ich sah die Bratwurst an. Ich sah meinen Salat an. Ich sah die Bratwurst an. Ich aß das Würstchen. Ja, ich tat es. Ich stand dort im Garten meiner Schwester, aß dieses Würstchen und erwartete irgendwie, mich schuldig zu fühlen. Aber ich tat es nicht. Es schmeckte gut. Es roch gut. Es war ein schöner Abend. Und dann, und das ist das eigentlich Wichtige an dieser Geschichte, machte ich am nächsten Morgen einfach weiter. Ich aß wieder pflanzenbasiert. Ohne Drama. Ohne Selbstkritik. Ich hatte gefallen und ich stand wieder auf. Das ist etwas, das ich in diesem Monat wirklich gelernt habe. Perfektion ist nicht das Ziel. Fortschritt ist das Ziel. Wenn man einmal stolpert, ist das kein Scheitern. Es bedeutet nur, dass man wieder aufstehen muss, und das ist vollkommen menschlich. Habt ihr auch schon solche Momente erlebt,
wo ihr etwas versucht habt und dann kurz gestolpert seid? Wie seid ihr damit umgegangen? Ich würde das wirklich gerne wissen. Schreibt mir in die Kommentare. Diese kleinen Gespräche machen diese Gemeinschaft hier zu etwas Besonderem. Am letzten Tag des Monats, dem 30. Tag, saß ich wieder am Frühstückstisch. Diesmal mit einem großen Teller Haferflocken, frischen Früchten und grünem Tee. Ich schaute auf den Tisch. Ich dachte zurück. Was hatte sich verändert? Erstens, meine Energie war eindeutig besser. Ich brauchte morgens weniger Kaffee, um in die Gänge zu kommen. Ich war nachmittags nicht mehr so müde wie früher. Zweitens, mein Schlaf war besser. Nicht perfekt, aber merklich ruhiger und tiefer. Drittens, ich hatte neue Rezepte entdeckt. Das hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich hatte Gerichte gekocht, die ich vorher nicht kannte. Ich hatte Lebensmittel probiert, die ich nie in den Einkaufswagen gelegt hätte. Meine Küche war interessanter geworden. Viertens, und das war vielleicht das Wichtigste, ich dachte jetzt anders über Essen nach. Nicht mehr als Trost nach einem schweren Tag. Nicht mehr als Belohnung nach harter Arbeit, sondern als etwas, das meinem Körper wirklich helfen kann. Als Werkzeug, nicht als Flucht. Hatte ich Gewicht verloren? Ein bisschen. Nicht dramatisch. Aber das war auch nicht mein Hauptziel gewesen. Mein Ziel war, mich besser fühlen. Und das hatte ich erreicht. Nach dem Monat beschloss ich, nicht einfach zu meiner alten Ernährung zurückzukehren. Ich esse heute manchmal noch Fleisch, aber viel seltener. Vielleicht einmal pro Woche, manchmal auch seltener. Und ich fühle mich wohl damit. Es ist keine Regel, es ist eine Entscheidung. Thomas traf ich ein paar Wochen später in der Mittagspause. Er fragte, »Na, Peter, wie war dein Experiment?« Ich lächelte und sagte, »Weißt du was, Thomas? Es hat funktioniert.« Er strahlte. Ich wusste es. Ich wusste es. Wir aßen zusammen, beide mit selbstgemachten Lunchboxen voller Gemüse. Und wir lachten über die Kollegen, die uns komisch anschauten. Ich glaube, das Interessanteste an diesem Monat war nicht die Ernährung selbst. Es war die Erkenntnis, dass ich Gewohnheiten wirklich verändern kann. Dass ich nicht für immer Gefangener meiner alten Muster sein muss. Dass 30 Tage tatsächlich etwas bewirken können. Das klingt vielleicht simpel, wenn man es so sagt. Aber wenn man es selbst erlebt, dann ist es eine ganz andere Sache. Manchmal braucht man einfach einen Monat, 30 Tage, einen Versuch, eine Entscheidung. Wenn ihr gerade über eine Veränderung nachdenkt, eine andere Ernährung, eine neue Gewohnheit, irgendetwas in eurem Leben, dann würde ich euch sagen, probiert es einfach aus. Nicht für immer, nur für 30 Tage, ohne Druck, ohne Perfektion. Und dann schaut ihr, was passiert. Vielleicht überrascht ihr euch selbst. Ich habe mich überrascht. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat und ihr mehr solcher Geschichten auf Deutsch hören möchtet, dann abonniert gerne den Kanal Wow Spoken German. Jede neue Geschichte kommt direkt zu euch. Und hinterlasst einen Kommentar. Schreibt mir, was ihr denkt oder ob ihr schon einmal etwas Ähnliches erlebt habt. Ich lese die Kommentare wirklich gerne. Es war mir eine echte Freude, diese Geschichte mit euch zu teilen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt neugierig und bleibt gesund. Tschüss und auf Wiedersehen.